Kennst du das? Du möchtest einfach nur vom Sofa aufstehen, die Treppe im Hausflur heruntergehen oder einen Spaziergang machen, der leicht bergab führt und plötzlich schießt ein stechender Schmerz direkt oberhalb von der Kniescheibe ein. Oft fühlt es sich an diesem Punkt auch morgens ganz steif an oder es schmerzt extrem, wenn man direkt mit dem Finger fest genau oberhalb von der Kniescheibe drückt. Viele denken bei Knieschmerzen sofort an eine Arthrose. Aber was, wenn das Problem eigentlich 20 cm darüber liegt? Heute sprechen wir über die Quadrizepstendinopathie, eine chronische Überbelastung der großen Oberschenkelsehne. Was es ist, warum sie entsteht und na klar, welche Übung du machen kannst, um deine Beschwerden zu lindern, zeige ich dir direkt in diesem Video. Aber bevor wir starten, wenn du jemanden kennst, der sich auch bei jedem Aufstehen ans Knie fässt, dann teile dieses Video unbedingt. Es könnte ihr eine Menge Frust und unnötigen Sorgen ersparen. Um zu verstehen, was da schief läuft, machen wir einen kurzen Ausflug in unseren Körper. Der große Muskel auf der Vorderseite deines Oberschenkels, der Quadrizeps. Das sind 4 Muskeln und diese 4 Muskeln, die laufen in einer dicken, kräftige Sehne zusammen und diese Sehne setzt dann an der oberen Seite von deiner Kniescheibe an. Ihre Aufgabe ist, die Kraft des Muskels auf das Schienbein zu übertragen, damit wir das Knie strecken und beim Gehen abbremsen können. Bei einer Tendinopathie handelt es sich nicht um eine klassische Entzündung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist viel mehr eine strukturelle Überlastung. Stell dir die Sehne vor wie ein hochelastisches Seil, das aus vielen winzigen, parallel verbundenen Phasen besteht. Durch Über- oder Unterbelastung kann sich die Anpassungsfähigkeit dieses Gewebe verändern. Kommt jetzt eine Belastung dazu, für die die Sehne im Moment nicht kräftig genug ist, zum Beispiel langes Bergabwandern oder ungewohnten Gartenarbeit oder einfach die Summe der täglichen Kniebeugen beim Aufstehen, reagiert jetzt die Sehne. Die Fasern im Seil verlieren ihre ordentliche Struktur. Sie verhärten sich ein bisschen und der Körper lagert vermehrt Wasser ein, um die Stelle zu schützen. Das Gewebe verändert sich. Da die Sehne aber gleichzeitig sehr sensibel auf Zug reagiert, sendet sie bei jedem Schritt, bei dem sie gedehnt wird, wie zum Beispiel beim Treppensteigen oder eine tiefe Sitzen, ein deutliches Schmerzsignal. Das Spannende ist, oft ist gar nicht das Knie alleine schuld. Wenn die Muskeln rund um die Hüfte oder die Stabilität im Fuß nachlassen, muss das Knie diese Arbeit mit übernehmen. Die Oberschenkelsehne bekommt dann sozusagen die Quittung für die Schwäche der Nachbargelenke. Studien zeigen, dass bei einer Tendinopathie Ruhe und Schonen langfristig überhaupt nichts helfen. Im Gegenteil, sie machen, dass die Sehne nur noch weniger widerstandsfähiger wird. Die Sehne muss wieder lernen, Last zu tolerieren. Und genau dafür kombinieren wir in der Physiotherapie Übungen für den Oberschenkel mit gezieltem Training für die Hüfte. Ich zeige dir jetzt 5 Übungen, mit denen wir genau diese Kette stärken, den Druck vom Sehnenansatz nehmen und die im Alltag beim Treppensteigen wieder spürbar erleichtern. Die erste Übung und vielleicht eine der wichtigsten Übungen, wenn du eine Quadrizepstendinopathie hast, ist eine isometrische Kniebeuge mit erhöhter Ferse. Diese erhöhte Ferse sorgt genau dafür, dass mehr Last auf die Sehne raufkommt und genau dadurch wird sie auch stärker. Im Prinzip solltest du dich hinstellen und deine Ferse, beide Beine, müssen auf einer Erhöhung sein, in denen du ungefähr 15 bis 20 Grad Beugung bekommst oder eine Erhöhung bekommst von der Ferse im Vergleich zu dem Vorfuß. Deine Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander, dein Vorfuß ist auf dem Boden, deine Ferse ist auf der Erhöhung und in dieser Position schiebst du jetzt dein Po nach hinten, bleibst in einer Kniebeuge von ungefähr 60 Grad. Keine 90, ganz tief, sondern 60 Grad.
Und in dieser Position solltest du jetzt 5-mal für jeweilig mindestens 30 Sekunden bleiben. Ziel wäre, dass du 30 bis 45 Sekunden genau in dieser Position mit der erhöhten Ferse bleibst. Wenn dir die Übung zu schwer ist, kannst du deinen Rumpf etwas nach vorne bringen, dadurch wird die Übung etwas leichter, aber du musst versuchen, isometrisch, das heißt ohne zu bewegen, still in dieser Position bleiben. Nachdem du 30 Sekunden geblieben bist, kommst du etwas hoch, schüttelst ein bisschen die Beine, lässt dir ein bisschen Pause und dann wiederholst du das Ganze nochmal. Also Vorfuß auf dem Boden, Ferse auf eine Erhöhung, Beine etwas mehr als hüftbreit auseinander und dann beugst du gehst in eine Kniebeuge von ungefähr 60 Grad und in der Position verbleibst du für mindestens 30 bis 45 Sekunden. Einmal noch von der Seite, bisschen mehr als hüftbreit. Du schiebst den Po nach hinten. Versuche hier eine 60 Grad Beugung zu haben. Der Oberkörper, je weiter du nach hinten gehst, desto schwieriger ist die Übung. Du kannst auch gerne deinen Oberkörper etwas nach vorne bringen. Und dann verbleibst du in der Position, schiebst die Knie nach vorne und versuchst ohne zu bewegen, du wirst deine Oberschenkel auch schön spüren, bleibst du dann in der Position für mindestens 30 Sekunden. Ziel wäre dann 45 Sekunden und das Ganze wiederholst du dann für 5 Serien. Denke daran, das, was ich dir jetzt zeige, sind immer die Einstiegsübungen. Je mehr du mit deinem Training vorankommst, desto länger solltest du das halten oder du addierst eine Wiederholung dazu, damit du die Progression hast. Nur so wird die Sehne oder deine Muskulatur noch stärker. Wie ich davor schon erwähnt habe, sehr häufig zahlt das Knie die Rechnung, wenn dein Sprunggelenk oder die Hüfte nicht stabil oder stark genug ist. Und genau um dieses entgegenzuwirken, sind dann diese nächsten 2 Übungen. Dafür brauchst du so ein Gummiband und das solltest du dann unten an deiner Ferse platzieren. Je stärker oder je elastischer das Gummiband, desto leichter ist die Übung. Wenn der Widerstand höher ist, wird sie dann schwerer. Für die Übung solltest du dann ein bisschen in die Knie gehen, dein Gesäß nach hinten schieben. Du beginnst schon die Übung, indem du jetzt halt einen leichten Widerstand oder einen leichten Schritt nach außen machst. Und von der Position gehst du jetzt mit dem Knie nach außen und lässt wieder nach. Gehst du dann wieder mit dem Knie nach außen und kommst mit der anderen Seite wieder nach. Und diese Bewegung wiederholst du nun für mindestens 10 bis 15 Mal. Immer mit einem Schritt weiter raus, bleib mit dem Knie gebeugt und auch mit der Hüfte gebeugt. Und wenn du 15 Schritte zur Seite gegeben hast, machst du das Ganze dann wieder in die andere Richtung. Leichte Kniebeuge, deine Füße müssen nach vorne zeigen. Du bringst das Bein raus und dann das Betroffene wieder zurück. Bein raus, du hältst einen Widerstand und dann das Betroffene wieder zurück. Raushalten und das Betroffene wieder rein. Raus und dann wieder rein. Bei der Übung ist es extrem wichtig, dass wenn du jetzt einen Schritt gibst zur Seite, dass dein Fuß nicht plötzlich nach außen zeigt, dass du nicht diese Drehung in der Hüfte hast. Und wenn du den Schritt machst, muss dein Standbein stabil bleiben. Du bleibst mit dem Rumpf stabil und gibst dann den Schritt zur Seite, bleibst in die Kniebeugen und bringst das andere Bein dazu. Oberkörper gerade, Hüfte gerade, Schritt zur Seite, kurz halten und dann das andere Bein dazu. Wie gesagt, du solltest am Stück mindestens 15 Schritte zur Seite geben, bis du dann wieder die 15 Schritte zurückkommst. Das Ganze wiederholst du dann für mindestens 2 Serien. Wer Kniebeschwerden hat, kommt nicht drum herum, auch eine Brückeübung zu machen. Und weil genau diese Übung dir so doll helfen kann, um dein Becken- und Rumpfstabilität zu trainieren, damit dein Knie entlastet wird. Für diese Übung solltest du dich dann auf dem Rücken hinlegen. Du beginnst mit der betroffenen Seite. Das heißt, deine Hände kommen jetzt auf den Boden und du drückst auch mit den Händen gegen den Boden. Damit hast du dann halt schon ein bisschen Stabilität für deine Rückenmuskulatur. Das gesunde Bein ziehst du dann zu dir ran, dass du eine 90 Grad Beugung hast im Knie und auch eine 90 Grad Beugung in der Hüfte.
Auf der anderen Seite drückst du dann, das ist jetzt die betroffene Seite, drückst du dann die Ferse stark gegen den Boden und versuchst dann, das Becken zu heben. Bleibe oben für 1-2 Sekunden, senke das Becken nur kurz und heb sie dann direkt wieder hoch. Bleib oben ein paar Sekunden und gehe dann wieder runter. Wenn du diese Übung machst, ist es wichtig, dass du dein Knie anguckst. Das Bein soll weder nach außen noch nach innen kippen, sondern immer schön in einer Linie bleiben. Du drückst mit der Ferse gegen den Boden und nicht mit dem Vorfuß und gehst dann langsam wieder runter. Becken heben, oben kurz bleiben und dann wieder runter. Zeig es mal vielleicht auf der Seite, dann sieht man das ein bisschen besser. Wenn jetzt die Seite, die du trainieren willst, du hebst das Becken und sehr häufig machen dann die Patienten das, dass das Bein so abweicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass dein Gluteusmuskel die Hüfte nicht stabilisieren kann. Versuche mal ganz bewusst die Pobacken zusammenzukneifen, dass du die Last hauptsächlich vom Gesäßmuskel holen kannst. Geh langsam mit der Hüfte runter und komm dann wieder hoch. Drück mit der Ferse, heb das Becken, die andere Seite bleibt in der Luft und komm dann wieder hoch. Diese Übung solltest du dann für mindestens 15 Wiederholungen durchführen, je Seite, und im besten Fall schaffst du dann mindestens 2, Ziel wäre sogar 3 Serien davon. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen deine Schmerzen lindern kannst und fitter wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Wer eine Quadrizeps-Tendinopathie hat, der muss eine Kniestreckungsübung machen, eine isolierte Kniestreckung, weil genau bei dieser Art von Übungen du die höchste Aktivierung hast von der Muskulatur und somit muss deine Sehne auch viel arbeiten, damit sie anpassungsfähiger wird. Zu Hause kannst du diese Übung hinbekommen, indem du mit so einem Gummiband arbeitest. Den platzierst du jetzt wieder um deine Ferse drumherum. Und bei der Übung macht der Unterschied, vor allem wenn du mit Gummibändern arbeitest, dass du die Geschwindigkeit anpasst. Wenn du das Knie einfach schnell hin und her bewegst, zu 100% wird diesen Gummiband rutschen. Wenn du aber die Übung langsam durchführst, dass du in der Qualität der Bewegung arbeitest, indem du zuerst Zehe hochziehst. Nur bei dieser Bewegung von Zehe hochziehen wirst du schon automatisch spüren, dass du in der Kette arbeitest und dein Oberschenkelmuskel hat von Grund aus schon eine Aktivierung. Nachdem du die Zähne hochgezogen hast, streckst du dann das Knie, bis das Knie komplett gestreckt ist, halt es oben für ein paar Sekunden und geh dann langsam wieder runter. In dem Fall kannst du jetzt zum Beispiel das Gummiband auch an den Beinen vom Stuhl fixieren oder auf der anderen Seite. Wichtig ist hier die Geschwindigkeit. Bleib mit den Zehen angezogen, zu dir ranziehen, streck das Knie komplett, halte das kurz in die volle Streckung und geh dann etwas wieder runter. Um die Übung noch ein bisschen intensiver zu machen, kannst du das andere Bein dann halt beugen, weil dann hast du von vorne an schon ein bisschen mehr Zug. Und dann streck das Knie, halte die Streckung kurz oben und geht dann wieder runter. Bei dieser Übung spielt der Widerstand von dem Gummiband eine große Rolle. Also wenn das Gummiband etwas stärker ist, wird die Übung anspruchsvoller und so kannst du es auch steigern, indem du dir vielleicht so ein Set besorgst, von leicht bis zu schwer. Und du solltest dann so viele Wiederholungen durchführen, bis du die Oberschenkelmuskel auch wirklich spürst. Die Übung darf schon anstrengend sein. In der Regel, je nach Widerstand, sind es zwischen 10 und 15 Wiederholungen. Halte immer oben dran ein paar Sekunden, damit du die Muskulatur die voller Kraft entwickeln kann. Zehen sind zu dir herangezogen und lass sie dann langsam wieder runter. Und es schadet ja niemals, die andere Seite genauso zu trainieren. Du solltest auch von dieser Übung mindestens 2 Serien durchführen. Ziel wären 3 Serien von 10 bis zu 15 Wiederholungen mit einem Gummiband, der so stark ist, dass die Übung sich für dich auch anstrengend anfühlt. Und bei der letzten Übung geht es nun um die Dehnung der Oberschenkel, aber vor allem auch der Wadenmuskulatur. Studien haben gezeigt, dass eine Einschränkung
von dieser Bewegung vom Fuß, dieses Hoch und Runter, die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass die Sehne von der Vorderoberschenkelmuskulatur nicht so gut funktionieren kann. Und um diese Dehnung hinzubekommen, solltest du dich hinstellen. Du kannst dich gerne auch an einer Wand festhalten, damit du nicht mit dem Gleichgewicht zu kämpfen hast. Platziere das eine Bein, wo du die Beschwerden hast, auf der Lehne drauf. Zieh den Fuß zu dir ran und jetzt lehn dich mit dem Oberkörper nach vorne. Du solltest sowohl die Kniekehle spüren, die Dehnung, aber auch in der Wade ran. Das Ganze kannst du dann noch verstärken, indem du deine Zehe einfach so nach oben ziehst und dann solltest du die gesamte Kette vom Sprunggelenk, Wade hinten und Oberschenkel spüren. Falls du jetzt halt von der Dehnung her nicht ganz so weit kommst, dann im besten Fall kannst du noch so ein Gummiband nehmen oder auch ein Gurt und du ziehst den Fuß zu dir ran. Vergiss aber nicht, den Oberkörper nach vorne zu bringen, damit du auch die hinteren Oberschenkel, die Dehnung gut spüren kannst. Bleib in der Position für mindestens 30 Sekunden und wiederhole das Ganze dann für 3 Mal. Diese 5 Übungen können dir gut dabei helfen, deine Beschwerden an der Oberschenkel bzw. an der Quadrizepssehne zu lindern. Studien haben gezeigt, dass genau diese Art von Übungen sehr effektiv sind, um die Beschwerden zu reduzieren und langfristig auch deine Sehne zu kräftigen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!